Hallo und herzlich willkommen zurück zu Divinity Original Sin Enhanced Edition, wo wir in der letzten Folge, was haben wir nochmal gemacht? Das liegt jetzt 5 Minuten zurück, das ist eine ganze Weile. Genau, wir haben uns nochmal bei der Esmeralda zu Hause umgeschaut und dort haben wir ein Mordbuch gefunden, ein How-to-Murder-Buch gefunden quasi. Aber irgendwie hat sie abgestritten, dass das was mit dem Mord zu tun hat und das gehörte wohl dem Jake und war wohl nur dafür gedacht, dass er sich darüber informiert, was Mörder so machen. Komische Art eigentlich, sich auf sowas vorzubereiten. Also, er hatte vielleicht Angst vor Mördern oder so und dann hat er sich das Buch gekrallt und dachte, er informiert sich mal so ein bisschen. Naja. Gut, wir reden nochmal gerade mit ihm, wo wir schon mal hier sind. Vielleicht hat er ja zu irgendwas davon nochmal was zu sagen. Have you found any incriminating evidence against her? If so, let's have it. How to plan the perfect murder. Really? She might as well wear a dress with the words "I killed Jake and I liked it" embroidered on it. But that alone wouldn't suffice to convince me. So convince me, Hunter, and keep looking. Ja, gut, ne? Das ist ja auch das, was ich gedacht habe. So, aber was diesen Brief betrifft... Like I said, the girl's known to be a flirt. But that sob of a feral doesn't have the mettle to commit murder. And as far as I'm concerned, neither has she. Ja, so ein bisschen sehe ich das ja auch. So, Jakes Leiche. Achso, nee, das hatten wir schon. Das weiß ich noch. Ja, gut. Dann, lass uns das Thema wechseln. Beziehungsweise möchte ich jetzt gerne gehen. Ja, hör auf zu reden. So, und tschüss. Okay, dann haben wir hier das erstmal auch abgehakt. Da finde ich jetzt auch nichts Neues. Warte, was ist das hier nochmal? Ach so, da oben. Ja gut, da gibt es jetzt auch, schätze ich mal, nichts Großartiges herauszufinden. Hier waren wir noch nicht. Ich glaube, wir gehen einfach mal hier lang. Vielleicht ist das ja interessant. Ach, hier. Das sieht mir irgendwie nach einem Jahrmarkt aus, ne? Vielleicht gehen wir da auch nochmal vorbei. So. Aha. Hallo. I wouldn't venture too far out of town if I were you. Many legionnaires did so before you. Very few have returned. Aha, was ist das für eine Vorrichtung da oben? Or whose invention? The stasis blaster. It's quite a sight, no? The ray can singe a zombie or skeleton to ash in a matter of seconds. Das klingt ja beeindruckend. Legionnaires hold a lottery to see who gets to man the things. You can bet it's no small amount easier to blast those flesh-eating monstrosities from a distance than to get within striking range. Ja, wahrscheinlich. Don't ask me how the blaster works, though. I just make sure the thing's hitting its targets. Ja, gut. Das klingt ja alles ganz toll. Aber wir haben nicht ewig Zeit, hier mit dem Fußvolk zu labern. Wo geht's denn hier hin? Gibt es hier irgendwie eine Queste? Also wir haben auf jeden Fall noch einiges zu tun. Na gut, kein Wunder, ne? Wir sind ja auch gerade erst hier angekommen. Eigentlich. Gefühlt jedenfalls, weil wir irgendwie noch nichts erreicht haben. Außer ein bisschen uns umgeschaut. Naja, schauen wir mal hier gerade am Hafen. Oder, nee, was, das ist gar kein Hafen. Irgend so eine Hütte. Hier ist ein Bettler drin. Oh, hier, Bruder. One coin or two, noble spirit? One coin or two? Ja, erzähl mir erstmal deine Geschichte. Oh, I am a happy man, and certainly a humble one now. It turns out losing it all has its own share of benefits. Wie habt ihr denn alles verloren? A fool once was I, and ever seeking greater satisfaction than that which I already enjoyed. In my folly, I sought the counsel of those notorious Watcher statues on the western cliffs. Their guidance ruined any small fortune I might have had, but certainly granted me humility. Aha, Wächterstatuen. War das nicht auch dieser eine Typ, der von der Klippe gefallen ist, ganz am Anfang? Hat er nicht auch irgendwie was von...
Haben ihm nicht auch diese Wächterstatuen gesagt, hey, spring doch mal von der Klippe oder sowas? Oder war das irgendwas anderes? Bringe ich das durcheinander? Naja, ich weiß nicht. Kommen wir bestimmt nochmal drauf zurück. Erzählt mir mal ein bisschen was über diese Statuen. Ja. I'd heard they were not to be trusted, that they gave fools advice to the fools who sought them, but somehow I believed that I was the exception. Ja gut. They told me that I would find fame and renown if I renounced my worldly possessions, all my worldly possessions, and became a great figure of piety and humility. Aha, und was ist jetzt mit dem Zeug geworden? Fire, the most thorough cleanser, was my method. But as my house burned in front of me, I felt no elevation, no piety, only the sudden weight of my own idiocy upon my very soul. Ach du. Naja, gut. Wir haben das Geld ja, ne? Ansonsten würde ich sagen, du bist ein Trottel. So, hier, bitteschön. May the soul of Astarte smile upon you, kind stranger. Hier, noch ein Thank you, Geld. kind one. So. Können wir mal kurz hier miteinander reden? Those statues told him he'd have to renounce his earthly possessions to become a spiritual leader, did they? Ja. Naja, wir sind ja ein bisschen materialistisch. So, ja, das ist absurd. Seit wann ist Armut eine Voraussetzung für Some of the Spiritualität? richest people in the world are also some of the most miserable. Gold can purchase many things, but neither joy nor wisdom are among them. Na, ich weiß nicht. Ah, sogar materialistisch. So ein bisschen, ja. Ich kann nicht sagen, dass Leute, die am Existenzminimum leben, glücklicher sind als Leute, die genug Geld für einen gewissen Lebensstandard haben. Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Also, dass kein Geld zu haben glücklicher macht, als Geld zu haben. Ne? Aber, ja. Ich spiele ja hier die beiden Charaktere und alles, was sie sagen, hat nichts mit dem zu tun, was ich denke. So, das schmeiße ich nur manchmal so dazwischen. Okay, Cedric, wer bist du? You there! Sit! Stay a while! Right in front. I'll excite you. I'll delight you. I'll beguile you. I'll besmile you. I'm Cedric the Sensational, and I'm playing to an empty audience. Oh, ja komm, erzähl mir ein bisschen was von dir. Don't pity me. No, sir. Just a few years ago, I was the all-singing, all-dancing, all-sensational darling of the town. People came from far and wide just to witness my amazing act. Tja, bin ich sicher. When Reginald came, he brought some fantastic prop with him. Now, have you seen it? Ups, A talking Entschuldigung. head. Now, I never expected a silly gimmick like that to be my main competition. Da bin ich gerade gegen den Tisch gestoßen. So, erzählt mir von dem Konkurrenzkampf zwischen euch und Reginald. It seems even my usually choosy audience has been taken in by that hack's little gizmo. I'm a man of skill, sleight of hand, feats of wit, and pure entertainment. This curio is ruining what used to be an art. And even when there's no crowd to speak of, old Reggie still has at least one fan calling bravo and hee-haw. Sure as the sun sets, that one devotee attracts 5 more, and those 5 more all curious about the commotion. So, und was ist aus diesem Fan I geworden? don't know how he inspires such loyalty with less talent contained between his hat and his boots than I've in my crusty handkerchief. Tja, ekelhaft. Das hättest du erst sparen können. Tschüss. So, wir haben einen Tagebucheintrag. Komm, wir gucken den mal kurz, gucken ihn uns mal kurz an. Nee, das meine ich jetzt nicht. Ach, jetzt haben wir hier direkt ganz viele. Okay, ja, wir haben... So. Like an actor just waiting for his big debut. Ja, komm, mach den Kopf zu. Die Massen unterhalten, genau. Wir trafen auf dem Jahrmarkt auf Cedric, einen frustrierten Unterhalter, der uns erzählte, er würde verzweifelt versuchen, Zuschauer anzulocken. Ah. You there? You look like an actor just waiting. Hier, wen haben wir denn da? Ein Bühnenmeister. Who are you?
supposed to be? Ja, Prösterchen. Jetzt... Eigentlich hat er mich gerade was gefragt. Aber da ich ihm keine Antwort... Kann ich ihm eine Gegenfrage stellen. Wer bist du? I should have been one of the greats. But here I am gathering peasants to watch peasants perform broadside pageants for peanuts. Tja, hast einen ziemlich üblen Schluck auf, mein Freund. Really? I hadn't noticed. If not for this ridiculous condition, you'd know me as the king's favorite thespian. So ein fieser Schluck auf, das tut bestimmt eigentlich irgendwann tut das weh. So, ich habe gerade Bürgermeister gelesen, habe mich gefragt, was der hier unten macht. Naja, gut. Wo kann ich Material zum Spielen finden? Was? Don't you have an impressive library here in Sicil? I'm sure that beast of a librarian could rustle something up. Ach so, für ihn, ja, Entschuldigung. Ihr seid der Bühnenmeister, ich würde vielleicht gerne etwas darbieten. Was? Nein? Take it up with Katharina. She's the master of this pig circus after all. Katharina. Ja, ist das die hier? Die Großmütige. Pommes. Revlon Pommes. Ja komm, gehen wir hier mal den Jahrmarkt durch, ne? So, da ist sie, die Katharina, die Großmütige. Zombie ate your dog? Orc sunk your ship? No matter. You're at Katarina's fair, a veritable summer home for troubled minds. Won't you take a seat and let our esteemed entertainers whisk you off to a better place? Ja, nach sowas ist einem auch meistens nach Jahrmarkt. Das kann ich gut nachvollziehen. So, erzählt mir noch ein bisschen was von dir. Well, I'm Katarina the Fair, fairest first lady of the fair, of course. I do love making the acquaintance of my patrons, and who knows which of them might become one of my performers. I'm an open stage in want of talent, and I've often found the best young performers among the rank and file of the audience. Okay. Eine offene Bühne, sagt ihr. Und was wäre, wenn ich gerne etwas darbieten wollte? Theater's fever has overcome you, has it? Marvelous. I do Total. love a fresh green talent ready to bloom. But I support players, not writers, you see. If you want to perform here, you'll have to find tried and true material. Damit das klar ist, ich mache das nur für die Erfahrungspunkte, ja? Gute Frau. Check the library and see if any of the classics there interest you. I'd love to see a source hunters take on one of the old standards. Vielleicht können wir ja auch ein bisschen dilettantieren. Das Wort gibt's nicht, ne? Ein bisschen Quatsch machen. Ich bin bereit. Ich bin total bereit. Ich habe alles gelesen. Away, my dear, just as fast as your boots can carry you. You found something decent to perform, I trust, and you've gathered enough actors to do it justice. Speak to Master Chaucer if you're ready for your Okay, naja, wir sparen uns das He mal. alone can adequately prepare you for the stage. Das könnte ja witzig werden. Vielleicht holen wir uns da nochmal eine Bande und ein Buch. Fantastic. Oh, was ist denn das? Said, and this I have heard from a ghost who knew Elba, who knew Elliot, who is said to have known Sigurd himself, that the king had a great thirst for colour. So ardently did he crave creamy blues and gory reds that he ordered a contest across his realm. Ist das so ein Bauchredner-Typ? Today, I think, the great Sigurd and his rainbow of war machines. My word. It is said, and this I have heard. What are you Du looking da. at me for? There's a great show going on right in front of you. And look, there stands the world-famous Reginald the Entertainer. Better check it out if you don't want to miss the time of your life. Aha, das klingt mir doch nach so einem Typen, der einfach nur versucht, Fans anzulocken. Erzähl mal ein bisschen was von dir. I'm nothing but your average man taking in the best show I've ever seen. I'm amazed and astounded that for a meager gold coin or two, I can take in this first-rate entertainment all day long.
Mann, oh Mann. Den ganzen Tag die gleiche Show? Das ist aber ein bisschen viel. Well, I've stumbled into quite the fine gig. I just let my appreciation for Reggie's work be known, and he slips me a few gold coins in return. My voice happens to carry pretty far. Cecile hears me. Cecile wants to see what the fuss is all about. And let me tell you, this amazing show just can't be beat. Tja, es klingt mir nach Product Placement. So, mein Publikum scheint etwas gelangweilt. Würdet ihr euch bitte darum kümmern? Join a crowd's what I do best, and I'd be glad to do it for your little show. 100 gold up front, and yours will be the hottest ticket in Cecile. Ja komm, wir bereiten schon mal unseren Vortrag vor, ne? Hier, das klingt ganz vernünftig. 99, 100. Looks like all's in order, Chief. So, ready for a bigger crowd than you can shake a stick at? Stand back and what? Alles klärchen. So, haben wir das schon mal. Wir gehen auch gleich mal in die Bibliothek. Mich interessiert das jetzt. Ich möchte jetzt gern ein Theaterstück vorführen. Aber erstmal reden wir hier gerade mal mit dem Reginald. Take a seat. Prepare to laugh your head off. Cry your eyes out and teeter on the edge of your seat with an original tale from Stefan, the talking severed head. Bisschen makaber vielleicht, aber gut. Das soll uns ja nicht tangieren. Ja, wer bist du? I am Reginald the Illusionist, purveyor of the most amazing artifact in Andervale. This fantastical talking head. Catch the act while you can. This show will only remain in Cecile as long as there are Legion soldiers to entertain. Na komm, ich will, dass du mich magst. Bitteschön. What a generous spectator. Find a seat in the front, eh? Na, natürlich. Was denn mit deinem Wettstreit? Ah, yes, I know of that talentless bull. He was here entertaining the troops before I was brought in. I'm sure the hack simply bored his audience to tears until they cried for a replacement. Enter Reginald the Illusionist. We need our boys in red happy, relaxed, and ready to fight. Not wasting their energies cringing at a fool with a depressed rabbit in a borrowed hat. Was sprechen wir über euren... Ach so, der Aufwärmer. Aha. Are you impressed by my prowess in the arts of entertainment? Nothing attracts a crowd like a crowd. And that crowd warmer has increased my profits by 60%. Simply by showing a little honest appreciation for our show. Klingt so nach ein bisschen nach so einer Collaboration oder wie das heißt auf YouTube, ne? Sich gegenseitig pushen. Und beziehungsweise, na gut, er wird hier nur gepusht. Egal. Ja, was ist denn mit dem sprechenden Kopf? Mit eurem sprechenden Kopf. Ich sehe nämlich euren Mund sich bewegen und da Worte rauskommen. Das ist total faszinierend. That's right, a talking head. And he doesn't just talk. He'll weave you a yarn so fantastic, you'll be begging to hear just one more and just one more. It's quite a story how I found him too. Ach, ja komm, nehmen wir mit. I obtained this curio by some rather sensational means. You see, I was diving in search of a rare medicinal sea herb. I volunteer with the local children's apothecary on weekends, in the shallows around Cecile's own Black Cove, when I spotted something amazing. The chest belonging to the fabled Captain Pontius. Oho, bei Schatz werde ich hellhörig. I summoned a swell of great strength and prized it free from the ancient rock. I had the treasure of a lifetime in my very hands. But then, slurp, gulp, I was swallowed by an ornery kraken that seemed to appear from nowhere. Armer Kerl. In the hubbub, I lost hold of my prize and watched it sink to the bottom of the beast's cavernous belly. Still, I feared only for a moment that all was futile. Before my mind's eye swam the faces of the many war widows and necrotic orphans who would be lost without my charitable support. I knew I had to live. Oh, da fühlt man sich selber ganz schlecht, ne? Grabbing fast to the hilt of the cutlass that floated by at just that moment, I summoned all my strength to slash a great gash in the creature's gut. Aha. Freeing myself from my would-be tomb, I swam as quickly as I could, first to the surface and then to the shore. It was there,
along the rocky beach that I tripped over this talking head. Strange, isn't it? Also du hättest die Geschichte eigentlich auch abkürzen können und du bist über den Kopf einfach gestolpert. Na gut. Aber das, ja, wollen die mal nicht verurteilen. Hallo Kopf. Excuse me, I'm trying to prepare for the next show. Autographs will have to wait until the end. Mhm. Ja, erzähl mir doch ein bisschen was von dir. I doubt I have to tell you that I am the amazing singing Stefan, the only sentient severed head in Sicile. My audience sings my praises from hill and dale. Psst, you're a source hunter, aren't you? Oh, bless the seven. You've got to help me. I've been kidnapped. Pleasure to meet you. Now, please, Stefan has many fans to meet today. Psst, help me. Take me to Reginald's cellar. There I will reveal everything. Aha. Entführt wurdest du also? Gut, das können wir natürlich nicht zulassen. Dass da irgendwo ein Körper ohne Kopf rumläuft. Falls ihr bereit seid, werde ich euch nun aufnehmen. Eine kurze Reise in meiner Tasche wird hoffentlich nichts ausmachen, oder? It won't be the worst indignation I've suffered. Get on with it then. Hey, stop that! Ups. Wie machen wir das denn? Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich speichere mal gerade. Der mag uns ja jetzt erstmal, ne? Geralt verwickelt ihn in ein Gespräch. Ich weiß nicht, ob das hier funktioniert. Das finde ich halt total... Also, wäre halt cool, wenn solche Ablenkungsmanöver funktionieren. Ach so. Ich würde euch gerne aufnehmen, aber das geht nicht vor all diesen aufmerksamen Leuten. Come now, it can't be that hard to find something to draw off the attention of this bleating herd. Okay. Gut. So funktioniert das nicht. Also wir gehen jetzt erstmal... So, ich möchte jetzt gerne ein Theaterstück aufführen. Ich habe gerade ein bisschen einen Narren daran gefressen an dieser Idee. Deswegen gehen wir jetzt zur Bibliothek. Esmeraldas, wir müssen zum Rathaus. Das Rathaus ist... Das Rathaus ist... Ist das... Nee, das ist die Schenke, oder? Das ist das Rathaus. Man sieht natürlich auch nicht, wo wir gerade sind. So, das ist das Gasthaus. Nee, das müsste hier sein. Ach, hier, okay. Dann gehen wir hier mal hin. Und holen uns ein Buch, in dem wir vielleicht ein bisschen gleich ein Theaterstückchen vorführen können. Das wäre doch schön. Der Claudius, der Marcus. Na gut. Grüß Gott. So, hier ist die Orkfrau. Von der sollten wir doch vielleicht zum Buch bekommen. Die kennt sich doch aus. Wir können auch mal über den Typen reden. Haben wir das nicht schon gemacht? Das haben wir doch schon alles, ne? Darf ich Bücher aus eurer Bibliothek mitnehmen? Ja. Gut. Oh, eine Belohnungstruhe. Ach, das haben wir das doch noch nicht gemacht. Das sind natürlich jetzt nicht so die Sachen. Die sind anders geskillt. Was haben wir denn da drin? Nichts. Gut. Die Entstehung, ein Drama. Das klingt doch gut. Das nehmen wir mit. Das lesen wir jetzt auch mal durch. So. Das ist natürlich jetzt, vielleicht könnten wir auch so ein Quatschbuch hier wie Freude mit Flüssigkeiten vorführen, aber das ist mir dann doch zu eine schlüpfrige Angelegenheit, ne? Und das ist gleich doppelt witzig. So, Entschuldigung, lesen. Dieser Auszug aus dem traditionellen Drama, die Entstehung Sicils, wird oft und gerne im hiesigen Theater aufgeführt. Die meisten Sicilianer und selbst einige Auswärtige sind wohl vertraut mit der Geschichte und tolerieren keine Abweichung vom Skript, das die meisten auswendig können. In der Geschichte segelten zwei Abenteurer und Liebende, das ist natürlich jetzt ein bisschen, ungewöhnlich hier, ne, mit den beiden, aber gut. In Sicil, das hatten wir schon.
Ich lese das gleich, wenn wir hier raus sind, weil hier ist irgendwie zu viel Geschwätz. Aber das Buch scheint mir doch schon mal ganz gut. So, wo haben wir hier ein bisschen Ruhe? Gehen wir hier hin. Ja, ein bisschen... Na gut. Sodala. So, jetzt lesen wir weiter. Wo waren wir? Ach genau. Zwei Liebende, Cyrus und Sealia von Farrell gen Westen, ohne zu wissen, ob sie in dieser Richtung überhaupt auf Land stoßen würden. Sie deckten sich mit Verpflegung für 5 Monate ein, doch erst in der letzten Woche des 6. Monats stießen sie auf Land, dem sie schließlich den Namen Saisil gaben. Ach so, ja, jetzt Sealia. Es reicht, Cyrus. Ich halte es keine weitere Sekunde auf diesem Todeskahn aus. Ich habe Hunger und bin krank. Wird unser Leid niemals enden? Cyrus. Meine Götter, kann das sein? Dort, seh nur. Sealia. Was ist los? Haben wir kein Trinkwasser mehr? Leckt das Boot? Leckt das Boot. Ausrufezeichen. Cyrus. Sieh nur, Sealia. Dort, hinter dem Nebel. Das ist Land. Land, meine Geliebte. Endlich Land. Und wir nennen es Saisil. Ach ja, schön. Ja, das ist ganz, ganz toll. Ne? Das klingt doch nach machbar, sagen wir mal so. Ich hoffe, ich muss mir den Text jetzt nicht merken. Allerdings habe ich das Gefühl, ich muss es. So, jetzt, genau. Den haben wir schon angeheuert, damit wir hier ein bisschen Gäste kriegen. Dann reden wir jetzt mit der Madame. Aber wir lesen es nochmal. Ich lese es nochmal kurz. Ne? Und ja, die Vorstellung machen wir noch. Ihr könnt das ja, ich weiß nicht. Ihr seht ja, wenn ich das Buch zumache, darauf, ne? Könnt ihr unten bei der Timeline gucken. Timeline? Ja. Und dann das Abbrechen, also so weit springen. So. Ich probiere es einfach mal, aber ich habe ein furchtbares Kurzzeitgedächtnis. So, ich bin bereit. Ups, ich habe es wieder überbrochen. Tut mir leid. Na gut. Tschüss. Euer Schluckauf ist aber sehr hartnäckig, würde ich sagen. Ui. I hadn't noticed. If not for this ridiculous condition, you'd know me as the king's favorite thespian. Thespian, ja gut. So, ich würde vielleicht gerne etwas darbieten wollen. Given the go-ahead, has she? Tell me when you're ready to begin, and I'll show you to your places, and gather you whatever crowd of drunken yokels can be prevailed upon to watch you flail about on stage. Das klingt total gut. Ich bin bereit. Ready for your trial by fire, you mean? There's no more savage foe than an audience, my dear. But I'm sure you'll do just fine. May the show begin! Speichere ich nochmal vorher? Nee, komm, wir machen das jetzt. Wir sind textsicher, total. Vielleicht geht es auch total schief, aber vielleicht wird auch gerade das witzig. So, ich würde gerne eine Zwei-Personen-Show zeigen. Wait until I've gathered some victims to witness the spectacle, and then you can begin. You hear distant mutterings of curiosity as a small crowd shuffles toward your stage. A few moments longer, and everyone will be seated. Naja gut, fangen wir an. Now, let's not be hasty. They may be dragging their feet, but your show is sure to knock the crowd's socks off. As soon as they settle into their seats, that is. Tja, bestimmt wird sie total überzeugen. Gut, fangen wir an. Stage is yours. Ich glaube, das war das erste. Ne? Ciri. Es reicht, Cyrus. Ich halte es keine weitere Sekunde auf die... Seems to know the tale. They wholly approve of your beginning. Oh,
Oh, I hope there's an encore. Okay, meine Götter, kann das sein? Dort, sieh nur. Good show. The crowd Ach, is die thrilled. Crowd ist begeistert. Whatever will happen next is sure to excite them. Das bekommt mich. Ahu, ahu. Ja, oh Gott. Das ist witzig. Leck das Boot. Genau, daran erinnere ich mich noch. Was ist los? Haben wir kein Trinkwasser mehr? Leck das Boot? The crowd seem quite impressed with your delivery. Keep it up. Good show. Simply marvelous. Sieh nur, Cealia. Dort, hinter dem Nebel. Das ist... Komm schon, das war richtig, ne? The crowd gasps. They're on the edge of their seats. Go on. Push them over. Goblins. Ich meine, Land. Good show. Ist richtig, ne? Gasps ring out across the audience. They must know how it ends. They simply must. Als ob die Geschichte nicht kennen würden, aber gut. Land, meine Geliebte, endlich Land. Und wir nennen es... Saisil. Da kommen die ganzen Lokalpatrioten. Werden abgehen. Juhu. You've woven them a tale of desperation and hope, and they are alive with the thrill of it. Leute, nee, das... Potzblitz, ja. It's the future of entertainment. Gut, dann lassen wir uns hier noch ein bisschen von der Crowd feiern, ne? Und beenden die Aufnahme hier. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen und bis dann.